Liebe Fische, herzlich willkommen zu eurem März-Taroskop. Schauen wir uns an, was im März für Energien um euch sind, was auf euch zukommt, was ihr am besten außer Acht lassen solltet. Und allen voran, Happy Birthday an alle lieben Fische. Zu diesem Video gibt es eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unten in der Infobox. Drück drauf. Wir werden uns da die Liebe ganz genau anschauen im März. Der März für die Fische. Erneuerung, Chaos, heilendes Chaos, ja, das heilende Chaos. Etwas, wovon du so überzeugt warst, wird plötzlich ganz anders. Das Fundament, auf dem du standest, deine Prinzipien, deine Überzeugungen, alles verändert sich. Ich höre, manche haben ein sehr schockierendes, aber in positiver Weise, einen schockierenden Umbruch, eine Transformation. Es werden Dinge losgelassen, die ihr niemals dachtet, dass ihr sie jemals loslasst. Und es ist vom Erfolg gekrönt. Der März, ein sehr positiver Monat für euch. Für diejenigen, die zwischen dem 4. und 7. März unter Rückenschmerzen leiden, vor allem im unteren Rücken oder direkt an der Wirbelsäule, so von unten nach oben. Aus spiritueller Sicht ist das der Umbruch. Es wird herausgehebelt, herausgezogen und etwas muss gehen. Umso mehr Widerstand ihr leistet, aus Angst, was wird werden, aus Angst vor Veränderung, umso unangenehmer wird es. Leider denken wir ja alle immer, oh mein Gott, die Veränderung, es wird bestimmt ganz schlimm. Nein, triumphaler Erfolg. Gebt euch hin. Mit Hingabe an euer Leben, an eure Gaben, an eure Talente, an eure Wünsche, an eure Ziele, werdet ihr, wie dieser Reiter hier, galoppieren. Gehen den Erfolg. Gut möglich auch, dass ihr wichtige Nachricht bekommt, dass jemand auf euch zukommt mit wunderbaren Nachrichten. Jemand von weit her. Um Dinge wieder gut zu machen. Die eingefahrene Situation in deinem Leben,
in Zusammenhang mit einer ganz bestimmten Person, die will wiederhergestellt werden. Es geht darum, umso mehr, ich kann mich nur wiederholen, umso mehr du dich hingibst, es zulässt, dass es sich verändern darf, umso mehr Lorbeeren wirst du ernten, lieber Fisch. Das Gewohnte, Alteingefahrene muss gehen. Es löst sich. Habe keine Angst. Denn, ja, wie gesagt, du erntest sehr viel Anerkennung. Eine gute Idee, eine exzellent getane Arbeit. Einige von euch können eine Auszeichnung bekommen. All die harte Arbeit hat sich doch gelohnt. Vor allem am 16.03. ist ein ganz wichtiger, ausschlaggebender Tag für euch. Und zwischen dem 7. März und dem 16. März müsst ihr eine Entscheidung treffen, ob ihr euch von dem Alten löst, um auf den neuen, siegreichen Weg zu gehen, oder ob ihr dort stehen bleibt, wo ihr bis jetzt standet. Man ist immer sehr streng zu sich selbst. Man ist sich selbst immer der schärfste, gemeinste Richter. Kreuzverhör mit sich selbst. Vorwürfe. Doch gerade wenn es um die Vergangenheit geht, lass sie doch links liegen. Du kannst in der Vergangenheit nichts mehr verändern. Dafür kannst du es heute besser machen. Fünf Jahre. Was ist da geschehen? Vor 5 Jahren, was hatte seinen Anfang? Oder vor 6 Jahren? 3 davon, sie werden nicht wiederkommen. Was ist die Frucht, die übrig geblieben ist von diesen Jahren? Menschen, für die du immer da warst. 5 Menschen, für die du immer da warst. 3 Menschen davon haben genommen, haben dich für selbstverständlich angesehen. Das Fischlein ist immer da. Das Fischlein wird es richten. Vielleicht ist es einfach an der Zeit, die Spreu vom Weizen zu trennen. Autoritär und souverän wirst du die Entscheidung treffen und schauen, wer für dich da ist. Vor allem in Zeiten, in denen du Unterstützung brauchst. Nicht, dass du diese im März bräuchtest. Generell in Zukunft. Auf wen kannst du dich
blind verlassen? Wer ist bedingungslos für dich da? Ein Schütze oder generell ein Feuerzeichen wird sich, wie man in Italien so schön sagt, in die Ellenbogen beißen wollen. Weil so viel kaputt gemacht worden ist, so viel schiefgegangen ist. Das Feuerzeichen bereut. Die geistige Welt sagt, wen interessiert das? Du, lieber Fisch, bist da fein raus. Du hast dich schon innerlich länger abgewendet. Ja, du hast dich innerlich schon länger abgewendet. Du weißt, dass dein Glück nicht in anderen Menschen zu finden ist. Was ist, wenn du immer versuchst, mit deiner Energie alles auszugleichen, alles gut zu machen, Harmonie hineinzubringen? Doch wie soll das gehen, wenn jemand immer nur das Negative sieht, kritiksüchtig ist, dem man nichts recht machen kann? Ja, it's your choice. It's your choice. Wie viel traust du dir zu, lieber Fisch im März? Wie viel Erfolg, egal auf welcher Ebene, wie viel Erfolg, wie viel bist du bereit, mit offenen Armen entgegenzunehmen, zu empfangen? Was bist du da bereit, dafür zu opfern? Was nimmst du dafür auf dich? Der Weg ist das Ziel, heißt es. Du wählst steinig oder nicht. Um den 7. März herum ein Skorpion, der sich eventuell getriggert fühlt oder du fühlst dich von einem Skorpion getriggert. Der Skorpion möchte nicht zurückgelassen werden. Nimm ihn mit auf die Reise des Erfolges. Ihr seid ein gutes Team. Du wünschst dir, dass alles was für dich den Erfolg ausmacht, wo du dich erfolgreich fühlst, anerkannt fühlst, wo du aufgehst in Leidenschaft, dass es immer so bleibt, wie es ist. Doch die geistige Welt sagt dir, was ist, wenn es noch besser werden kann? Sei bereit, lieber Fisch, für deine Reise. Sie sagen,
vom Mittelpunkt der Welt in alle Himmelsrichtungen hinaus. Einmal zu den Sternen. Komm niemals zurück, sondern sei ein Abenteurer. Dieser Zyklus des Erfolges bricht nicht ab. Im Gegenteil. Das, was du tust, deine Persönlichkeit, es wird immer mehr gefragt. Du kommst der Nachfrage nicht mehr nach. Sei es bei Kollegen, sei es die Unterstützung bei Freunden, bei Familie, im Job. Egal. Du kennst deinen Weg, nur du kennst ihn. Wisse, das, was du in den Nächten zwischen dem 7. und dem 13. träumst, sehr ausschlaggebend für dich sind. Sieben, die heilige Zahl, die göttliche Zahl. Vergesse die Ruhephase am 7. Tage nicht. Du fühlst dich sehr verbunden zur universellen Kraft, zu allem, was ist. Manche Menschen nehmen dich als nicht von dieser Welt wahr. Deine Energie, sie fliegt so hoch, die Frequenz immer höher. Für dich gar unheimlich. Weiter so. Sie wird dich sehr weit bringen, lieber Fisch. Halte dein Ziel immer ganz klar vor Augen. Die Zerrissenheit, sie hört endlich auf. Das innerliche Unwohlfühlen. Diese mildtätige Aufopferung haben die meisten Fische in den letzten 1,5 Jahren abgelegt. Ein neues Gewand muss her, das zu deinem Ich heute passt. Das neue Gewand. Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Ab und an ist das schwierig für dich, das selbst für dich herauszufiltern. Und du musst dich immer um alles kümmern. Hinterher ärgerst du dich, dass du für dich gar keine Zeit hattest. Doch, lieber Fisch, auch damit ist jetzt Schluss. Die Überbelastung, dass du dir immer so viel zutraust. Ich mache das schon. Ich kümmere mich. Wahrscheinlich werden die meisten Fische bald Angestellte haben, die ihnen zuarbeiten. Ja, ihr habt richtig gehört. Ihr gebt ab. Weil auch diejenigen, die Miesepeter in eurem Umfeld, die euch immer die Laune verderben wollen, die euer Licht abdrehen wollen, die werden sich als die Verlierer fühlen. Ihr bringt eure Aufgaben wunderbar zu Ende
zu Ende. Und dann werden die, die nicht gönnen, die Missgunst euch gegenüber haben, ja, die werden ganz schön blöd schauen. Am 27. März, 28. März, 29. März sagt dir Arrivederci und auf das der Vorhang aufgeht. Nur für euch. Das Trauerspiel der Vergangenheit darf in der Vergangenheit bleiben. Die Neider werden im Publikum sitzen und ihren Augen und Ohren nicht trauen. Anerkennung auf höchstem Niveau. Einladungen auf höchstem Niveau. Das Leben genießen auf höchstem Niveau. Ihr entscheidet euch, alles zurückzulassen, jeden zurückzulassen, der euch im Wege steht. Eine Entscheidung wird getroffen. Die Entscheidung, Ja zu sich selbst zu sagen, die Entscheidung, ein für alle Mal Schluss mit dem Mangel zu machen, egal auf welcher Ebene. Mangel ist ja auch Angst. Der Mangel ist ja nicht immer nur das Materielle, das Geld. Habe ich genug Geld? Habe ich ausgesorgt? Habe ich genug zu essen? Der Mangel ist die Angst, auch die Dunkelheit, schutzbedürftig sein. Nein, lieber Fisch, du strahlst so dermaßen. Aus und vorbei. Das neue Leben darf kommen. Von Smaragden und Saphiren gekrönt, in einer roten Tunika. Gold übersät, goldene Fäden durchziehen diese Tunika. Ja. Oh my God. Mamma mia. Tja. Die Chance, endlich das zu bekommen, ist da, was ihr verdient. Unerwartet, Erfolg über Nacht im Rampenlicht stehen. Endlich serviert euch das Universum das, was ihr euch wirklich schwerst verdient habt auf dem goldenen Tablett. Fülle. Wovon habe ich vorhin geredet? Adieu dem Mangel. Fülle auf jeglicher Ebene. Und wisst ihr, was das Beste ist? Die Liebe. Für jemanden seid ihr die Nummer 1. Und jemand kommt von weit her, um euch zu kämpfen, euch Wertschätzung entgegenzubringen. Jemand, der verstanden hat, was ihm oder ihr das Fischlein bedeutet. Und ich kann nur so viel sagen. The best is just for you. Wir machen weiter im Extended mit der Liebe und schauen uns diesen jemand
genauer an. Bis gleich.